Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Stronghold Definitive Edition ist ein Remaster des legendären Aufbaustrategiespiels aus dem Jahr 2001, welches uns damals ins Mittelalter schickte. Dort bestritten wir zunächst eine Kampagne gegen die Verräter unseres Vaters, um damit vorbereitet im Multiplayer Schlachten zu schlagen. 22 Jahre später schickt uns Firefly Studios erneut in den Kampf um die Krone. Ob uns Nostalgie, die Brille rosarot färbt oder sich der Ausflug ins Mittelalter wieder lohnt, erfahrt ihr jetzt. Da kommen sie wieder, Sire! Seitdem Blizzard mit dem Release des Remasters von Warcraft 3 namens Warcraft 3 Reforged viele alte ZockerInnen die Vorfreude auf mehr Wiederveröffentlichung ordentlich vermiest hat, schauen wir nun bei jedem Re-Release ganz besonders hin. Gerade weil das originale Stronghold aus derselben Ära stammt und nämlich nur ein Jahr vorher veröffentlicht wurde. Außerdem wurde 2012 doch schon Stronghold HD veröffentlicht und so ist jetzt die Frage, lohnt sich der Neukauf und welche Neuerung bringt der Remaster denn wirklich? In meinen bisherigen Spielstunden lief der Remaster problemlos und weitestgehend bugfrei. Einen kleinen Soundbug konnte ich zu Beginn der ersten Mission zwar feststellen, aber danach habe ich ihn nicht wiedererlebt. Die Performance lässt auch nicht zu wünschen übrig. Durchweg konnte ich über 280 Frames verzeichnen. Einzig die lange Ladezeit zu Beginn des Spiels irritiert mich ein wenig, aber die ist auch nicht konsistent vorhanden. In den Steam-Foren jedoch konnte ich lesen, dass bei manchen Leuten das Spiel gar nicht gestartet ist, sondern im schwarzen Bildschirm verharrte oder beim Abschluss der Mission im Siegesbildschirm hängen blieb. Das ist natürlich besonders ärgerlich, weil es kein automatisches Speichern gibt und man so potenziell längere Passagen nochmal spielen muss. Auch im Multiplayer gibt es einige Bugs, aber dazu später mehr. Der Ton ist Stronghold typisch wieder sehr stimmig. Beim Zuhören kam mir ganz viel nostalgisches Gefühl auf und es war, als wäre ich wieder 11. Die Originalmusikstücke wurden remastert und für fehlende Voicelines wurden dieselben Voice Actor für Englisch und ein sehr passender für Deutsch verpflichtet. Das können wir zum Beispiel im Tutorial hören, da dort neue Voicelines eingesprochen wurden, da die Steuerung ein paar Neuerungen erfahren hat. Für die neue Kampagne wurde außerdem ebenfalls neues Material aufgenommen. Und entsandte Verstärkungen in großer Zahl, um das Tal wieder einzunehmen und zu halten. Man beglückwünschte den Hauptmann nur kurz zu seinem Sieg, dann schickte man uns erneut auf Reisen. Das Gameplay bleibt ebenfalls altbekannt und ganz wichtig, bekannte Exploits wurden wohl ebenfalls übernommen, sodass Schlachten noch immer mit denselben Tricks gewonnen werden können. In der Kampagne werden nach und nach neue Einheiten und Ressourcen mit einer entsprechenden Mission eingeführt, sodass man von Holzbauten, Wildfleisch und Bogenschützen peu à peu zu steinernen Festungen, Wein- und Belagerungswaffen kommt. Neben der altbekannten Kampagne kommt noch die neue Juwelkampagne für Veteranen hinzu, die 14 frische Missionen mit der Ratte und der Schlange enthalten. Zusätzlich gibt es den Burgpfad, welcher 10 historische Karten umfasst. Es wird also wie gewohnt zunächst die Grundwirtschaft hergestellt, also Holz, Steine und Nahrung abgebaut und hergestellt, um dann Truppen auszuheben und diese in die Schlacht zu führen. Oft gibt es Wegpunkte, an denen gegnerische Truppen nach einer gewissen Zeit ankommen und die Belagerung vorbereiten. Andere Male belagern wir selbst andere Burgen. In Wirtschaftsmissionen sammeln wir genug Ressourcen, um unsere Lager zu füllen, aber siedeln sonst eher friedlich vor uns hin. Die AI ist nach wie vor leider nicht die stärkste. Oft reagieren sie auf Pfeilbeschuss gar nicht und sterben protestlos. Mit Lücken in Mauern kann man Stronghold außerdem in ein Tower-Defense-Spiel verwandeln. Des Weiteren gibt es bei Missionen, wo Gegner uns besuchen, zwar eine Bausperre an den Wegpunkten, jedoch hindert es uns nicht daran, ihnen den Weg mit etwas Abstand kopplend zuzumauern. Für die Definitive Edition wurde der Multiplayer mit Steam-Integration gebaut. Das heißt, man kann einfach Freunde von der Liste einladen und mit ihnen um den Sieg rangeln. Das geht weiterhin mit bis zu 8 SpielerInnen pro Match, so wie sich das gehört. Zum Launch gab es leider, wie dieses Jahr nur zu häufig, Probleme mit der Stabilität der Matches. Das Team ist darüber informiert und arbeitet unter Hochdruck an einer Lösung des Problems. Sobald die Probleme behoben sind, will ich hier ein Video dazu nachreichen. Ebenfalls neu ist die Workshop-Integration des Steam Workshops. Das heißt, das Teilen und Herunterladen von Karten und Missionen war nie einfacher. Es gibt aber leider nur Unterstützung für Karten und Missionen. Echte Mods und Total Conversions wird es aller Voraussicht nicht geben. Des Weiteren ist die Suchfunktion zwar mit einem Steam Workshop Filter versehen, jedoch sind wir hier auf die Karten limitiert, die wir uns zuvor im Steam Workshop heruntergeladen haben. Direkt im Spiel können wir keine neuen Karten aussuchen. Sogar Karten, die wir herunterladen, während das Spiel läuft, finden wir erst, wenn wir das Spiel neu starten. Stark ist aber, dass schon kurz nach Launch einige Karten hochgeladen worden sind, zum Beispiel diese, die von Game of Thrones oder Herr der Ringe inspiriert sind.
Falls euch aber der Inhalt des Workshops nicht gefällt und ihr noch alte Karten für Stronghold oder Stronghold HD auf einer CD oder Diskette rumliegen habt, dann könnt ihr die ohne Probleme in Stronghold Definitive Edition weiterverwenden. Alle Karten sind aufwärtskompatibel. Das ist ein ziemlich starkes Feature und hätte ich so nicht erwartet. Andersherum funktioniert es leider nicht. Jetzt ist Stronghold aber schon ein älteres Spiel, weswegen die Frage im Raum steht: Wie sieht's mit Quality of Life Features aus? Neben Bugfixes, gewisse Exploits ausgenommen, gibt es selbst festlegbare Hotkeys, automatisiertes Handeln, eine skalierbare UI, Ultra-Wide Support, automatische Wegpunkte für neu rekrutierte Einheiten, ein Cheat-Menü, welches dann temporär die Möglichkeit, Achievements zu bekommen, deaktiviert, Achievements, den rahmenlosen Fenstermodus und die Möglichkeit, eine Farbe für den Einzelspielermodus auszuwählen. Außerdem kann man zwischen dem alten und dem neuen Skin für den Ratgeber wechseln. Der alte hat auflösungstechnisch leider nicht ganz den Weg in die Moderne geschafft. Statt den Pfeiltasten kann man nun mit WASD über die Karte manövrieren und Q und E dreht die Karte. Unter den einstellbaren Hotkeys gibt es zudem Schnellzugriffe für wichtige Orte wie Kornspeicher und den Burgkern, die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit zu verändern, sowie das Kopieren von Trupps und Setzen und Besuchen von Kamerapositionen. Alles in allem fühlt sich die Steuerung nicht klobig an, das habe ich bei anderen Spielen schon anders erlebt. Wie es sich für ein Spiel aus dem Jahr 2023 gehört, hat auch Stronghold Definitive Edition Pläne für zukünftige Inhalte. Im Winter kommt das erste Update, welches 7 neue Missionen in einer Wirtschaftskampagne mit den gewohnten Voice-Actern und neuen Karten enthält. Diesen Inhalt bekommt ihr für lau. Gleichzeitig wird aber auch der Swines Bay DLC veröffentlicht, welcher mit einer Militärkampagne daherkommt und für 2,99 zu erhalten sein soll. Diese schließt sich dann an die Juwel-Kampagne an, die in der Definitive Edition enthalten ist. Im Frühjahr kommt dann das zweite kostenfreie Update, welches einen zweiten Burgpfad mitbringt. Darin enthalten ist ein Best-of von historischen Schlössern, darunter doch zum ersten Mal polnische Burgen. Außerdem gibt es einen weiteren DLC, Valley of the Wolf, welches wieder eine Militärkampagne mit 7 Missionen ist und wieder für 2,99 zu erhalten sein soll. Wie sieht es mit dem viel gewünschten Skirmish-Modus aus? Leider hat er es nicht in die Definitive Edition geschafft. Budget- und Komplexitätsgründe wurden angeführt, warum der Modus nicht implementiert wurde. Zum Glück für den Entwickler wird zwar in vielen Reviews das Fehlen des Gefechtsmodus kritisiert, aber dennoch ist die aktuelle Wertung auf Steam auf sehr positiv mit bald 1000 Bewertungen. Ob durch die hohe Anfrageanzahl motiviert die Entscheidung nochmal rückgängig gemacht wird oder ob uns nun ein Remaster für Stronghold Crusader, welches den Skirmish-Modus einführt, ins Haus steht, ist aktuell noch unbekannt. Für wen ist denn nun Stronghold Definitive Edition? Für alte Veteraninnen, die rundum zufrieden mit der HD-Version des Spiels sind und auch problemlos Karten importieren und Multiplayer-Matches spielen können, ist die Definitive Edition ein kann, aber muss nicht Upgrade. Wer aber das Spiel damals verpasst hat, seine Bibliothek um die digitale Version des Spiels erweitern will oder Lust hat, über den Steam Workshop Karten auszutauschen oder mit seinen Steam-Freunden Schlachten zu schlagen, der kann zugreifen. Der Preis von 14,99 € ist sehr fair und das Listing von Stronghold HD für 3,99 € wird nicht ersetzt oder abgeschaltet. Hiervon könnte sich Blizzard eine Scheibe abschneiden. Ich hatte wieder viel Spaß in die Mittelalterwelt von Stronghold einzutauchen und der gewohnten Stimme meines Ratgebers zu lauschen oder der Ratte beim Winseln zuzuhören. Ich spreche dem Remaster eine Kaufempfehlung aus. Ihr wollt euch zurückziehen, my Lord? Und selber spielen? Dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als Auf in den Kampf! Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.